Hallo meine lieben YouTuber, heute haben wir hier so ein spezielles Fahrzeug mit Problemen. Läuft etwas unruhig und das wollen wir nach dem Intro mit euch rauskriegen, was das ist. So, der Motor scheint eigentlich in Ordnung zu sein, läuft aber ein bisschen scheiße. Wir starten mal das Fahrzeug. Wie ihr seht, ist er total unruhig am Laufen. So, jetzt als allererstes, bevor wir irgendetwas weitermachen, werden wir erst einmal den Fehlerspeicher auslesen und gucken, was der Computer uns so sagt. So, wir haben das Teil gerade ausgelesen. Wir haben Zylinder 4 Fehlzündung entdeckt. Hier ist der OBD-Anschluss und beim Auslesegerät einstecken müsst ihr ja auch Eingaben machen zur Motornummer, die findet ihr hier. Das hier. Da steht die Motornummer drauf bei VW Group, egal ob das jetzt Audi ist, VW oder wie auch immer. So, dann machen wir weiter. Und zwar gucken wir uns gleich mal die Kerze hier an, am 4. Zylinder und den Kabel. Die Anschlüsse vor allem einmal reinschauen und schön gucken, ob das nicht zufälligerweise irgendwie korrodiert ist oder sonstiges. Aber erstmal holen wir dafür den Kerzenstecker raus, oder versuchen wir zumindest. Also. Scheint gut zu sein. Sieht alles ordentlich aus. Jetzt gucken wir uns mal den Stecker ganz genau an. Das Kabel, der nicht zufälligerweise irgendwo durchschlägt. Sieht aber gut aus. So. So Leute, bevor wir weitermachen, habe ich überlegt, wir messen mal hier das Kabel durch. Der braucht 5 Kiloohm. Da haben wir so ein bisschen schon mal nachgemessen und müssen feststellen, dass der im 6 Kiloohm Bereich liegt. So. Oh, sogar noch ein bisschen viel mehr. Ich vermute mal, das Kabel hat ein Weg, denn schon alleine wie die Kerze ausschaut, können wir uns auch noch mal gerne anschauen. Das sieht nicht so aus, als ob die wirklich mitgelaufen ist. An der Zündspule, die Zündspule schließe ich aus, da ich vermute, oder nicht vermute, sondern da das eine Einheit ist von Zündspule. Und die sind meistens miteinander geknüpft, die Zylinder. Also Zylinder 1 und 4, 2 und 3 sind miteinander verbunden. So, das heißt, wenn das die Zündspule wäre, dann müssten normalerweise direkt 2 Zylinder ausfallen. Und hier in diesem Fall haben wir nur einen einzigen Zylinder. Jetzt möchte ich einmal die Kerze ausschließen, indem ich einfach Zylinder 1 und 4 gegentausche. Die Kerze aus dem Zylinder 1 habe ich bereits schon in Zylinder 4 eingeschraubt. Jetzt schrauben wir die Kerze aus dem Zylinder 4 in Zylinder 1 und dann hoffen wir, dass uns der Motor nicht um die Ohren fliegt. So Jungs, so wie ihr sehen könnt, haben wir hier so ein bisschen einiges ausgebaut. Wir mussten hier bei diesem BSE Rinderwarenmotor die Ansaugbrücke hier runternehmen.
damit wir an die Kerzen drankommen. Jetzt haben wir neue Kerzen besorgt, haben das Ganze schön auseinandergebaut. Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen sauber hier, diese Scheiße. Wenn wir das schon mal auseinander haben, werden wir auch gleichzeitig die ganzen Kabel hier, direkt alle 4 werden wir neu machen. Ja, dann bauen wir das Ganze zusammen und dann gucken wir uns das hier noch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar haben wir etwas festgestellt. Wir haben hier solche Dichtringe und einen davon haben wir festgestellt, dass die Dichtung etwas putt ist. So, das heißt, so viel wie wenn diese kaputt ist, ein bisschen, dann haben wir das Problem, dass der dann ein bisschen Falschluft saugt. Das war nämlich auch das Problem, was das Fahrzeug vorher hatte. Er war im kalten Zustand etwas unruhig am Laufen. Ja, das heißt, wir werden diesen Dichtring jetzt auch austauschen, beziehungsweise die ganzen 4. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr Ruhe. Ja, dann bauen wir das Ganze zusammen und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. So Leute, wir haben das Teil jetzt wieder zusammengebaut. Ich erkläre euch noch mal so ein bisschen kurz hier. Das sind diese 2 Schrauben hier, dann sind hier so Klammern. Müsst ihr nachher. Aber erst macht ihr da, ich hoffe man kann sehen, hier ist eine Schraube, da unten eine 13er, da hinten wieder eine Imbus, hier zwischen ist auch eine Imbus, da hinten zwischen ist eine Imbus. Dann nehmt ihr das Ganze ab, Vorsicht mit dem Ölmessstab, der bricht sehr gerne ab. Ich würde den dann nach Möglichkeit gucken, dass man den dann irgendwie hier so vorsichtig abzieht und so. So, zusammengebaut ist, Fehlerspeicher gelöscht ist. Wir starten doch einfach mal den Karren und dann gucken wir mal, wie der läuft. So. Und siehe da, läuft ganz schön schick, würde ich mal sagen. Ja, schön leise, ne? Kein Shake, kein Milchshake mehr. Und Lampen, sagen wir mal, Lampen sind alle aus. Sehr schön. Wunderbar. Also, Arbeit ist gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Auf Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Denn es kommen immer wieder zwischendurch dann solche Videos raus. Demnächst kommt ein Video raus mit einem Review von der Piaggio MP3, wo ich euch dann erklären werde, was ich an der Variomatic alles gemacht habe und so. Und dann sehen wir uns.